Marius. Welkom hier. Dit is de Gouden Steed in Zanen. Ik wens dat iedereen wordt hier van jou kennen en die met de vrede, met de gelotenheid, wat we zullen kennen met hoop zijn, wens ik weer iedereen hier. Ook die wordt hoort je dan even radio of even de lof. Dat God zijn vrede, waar iedereen zijn hart aanvallen. En dat is ook een lang wo onze boodschap van jou is. Durch de week studeren, dan, oder manchmal ist es vielleicht nicht unbedingt studieren, das ist so bloß einer liest die Bibel und dann einmal kommt einer in der Bibelaufschnitt, was einem unscheren ist. Und das ist ein bisschen so, dass wir diese Week denken, in beten dafür, dass Gott einen wird leiden und wiesen, was wir predigen, Sonntag für Mittag. Und dann komme ich durch diese Week, eines Morgens komme ich nach Jesaja, das 41. Kapitel. En bij eenmaal dan kreeg me daar, wacht me daar wat op van something wat al jaren terug moet weer. En zo was het, brukt het dan vielleicht persoonlijke ervaring. Maar ik denk nog, als ik uitschaffen deed, vielleicht wel, we zeggen, 10 jaar, 12 jaar terug, dan had ik mezelf een Bibelvers uitgeprint en had hem daar dicht bij de draaibank aan de wand aangemerkt. En dan een dag, dan zat ik daar en denk dus allemaal aan mijn arbeid, dat ik zie dat druk met mijn arbeid. En dan kijk ik te zien, en ik werd een beetje bedreigd over ik weet al niet graag, wat weer de toekomst van mijn leven, of ons leven als familie. En mijn leidt is soms dingen en het is schwierig, zoveel denk ik me nog. En dan kijk ik door te zien, en dan zei ik door dit Bibelvers, wat ik uitgeprint had, en die weer aan de wand aan, en dat weer Jesaja, de 41. kapitel, de 10e vers. Da sagt es dit, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Dann der 13. Vers, du hing heran, der sagt, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Des Tages, als ik toen zette deed, en ik weet één ding wat mij in mijn leven allemaal een wichtige zaak wordt, dat ik wil jaren van God het zo wil, dat ik wil gaan een dag thuis met mijn jongens te schaffen. Als ik dit dag im Vers even lezen deed, dan kwam mir dit gedanke bij me aan. En hij zegt, ich erhalte dich, ich stärke dich, ich helfe dir, ich erhalte dich durch die rechte Hand. Als ik dat zette deed, dan wordt mir aber immer wichtig. En ik geloof, was het klar. Dat ik geloof niet wat de Vers sagt. Dat is precies zo dat. Door wenn jet mir dat, zoals mir dat jet. De Vers, die staat in dit geval werd er aan de wand aangeschreven, gelijk uit de Bijbel. En ik zat hier en ik geloof dat niet. Daar ben je met het jet. En ik moet een goede ervaring met God. Die ervaring, die moeten we nog meer merken. So, von daher haben wir eine Botschaft, das handelt sich nicht bloß um diese Vers, aber ein Thema, was mir wichtig ist, und ich will Ihnen gleich sagen, dass es ist, dass ich anfange, um das Thema zu studieren, dann muss ich mir sagen, oder ist das so, was Ronald Kornelsen jedes Mal predigt hat, wenn er predigt hat? Das muss ich mir dann nicht mehr helfen, weil manchmal dann sehe ich Angst, dass einer Hafen mit bloß eine Gleis, wo einer da lang geht, und einer würde bei Jürgen breiter sein als bloß eine Gleis. Aber Gott sein Wort ist so breit und wundervoll, das schneidig, das wird alle bechecken. Aber von daher ist ans Thema, was zu tun, wenn wir uns fürchten. Was tun wir, oder was sollen wir tun, wenn wir uns grülen tun? Wenn wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, wir können das zum Beispiel top sein. Wir danken dir, dass du uns holen hast, dass wir Gott gelesen haben. Wir danken dir, Gott, dass wir die Bibel haben. Wir können dort zurückgehen, 6000 Jahre. En we zijn wo du van Garten Eden aan en van wo du anfangen deed, 6000 jaar terug ongeveer, en wo du hast die Kinder geleid.
En wo de Bibel so voll is van versprechingen. En van deel holen we die woord in onze hang. En we lezen dat. We danken die dat we gaan lezen geleerd. We danken die dat we niet sterven van die zijn. Wat niet meer weten dat het die woord geven heeft. Maar we kennen die woord. Maar God, du kennst ons. En daar danken we die besonders voor. En du weet, wo we veelmaal en zwakheid en een zwakke geloven ons dat leven laten voormerken. Ik bid dat u van eeuwig tot ons reden. Ieder ene weer deze boodschap hier redt. Ik bid God, heb genoeg op het moment die juist van eeuw aan onze hart te arbeiden. God, ik bid dat ik en dat we alle worden kennen en de gelotenheid en de gelassenheid en de vrijheid wat u die niet gegeven heeft, dat we die worden kennen volmoedig nemen en leven. Heb genoeg van jou, wanneer we door deze boodschap komen. En zijn ons als ons gebed, Jezus, in die naam. Amen. Wat te doen, wanneer einer zich gruwelt? Wel, dan denken we nu maar het eerste, waar we een beetje als ik aan de timer aanvang te lezen, dan zag ik meestal, dit zijn zijn grote timer, oké? So we worden lang niet het ganze ding kennen van de bekijken, maar van wat reden we hebben, wanneer we zeggen, Jana de gruwelt zich, oder die is een angst, oder op hoogdienst dan gebruikt dat woord fuerchten. Van wat reden we dan anyway? En zo ik zei, er zijn 3 verschillende soorten van angst, en wat een mens leven heeft. En die 3 wordt ook nog alle kennen, zei we niet gaan en plakken erin een. Maar een soort angst is einfach bloß, wat ik naar een physische angst. Du gruwelst die van dem hond. Waarvan we zeggen, dat is een slang en du gruwelst die daarvan. Dat is een ding, dat kan die weidoen, dat kan die sogar, some van de tieren wat we ons vergruwelen, die kunnen sogar doodmaken. Oder du gruwelst die, wanneer er sehr hoog boven is. En du checkst eraf en dan komt die een angst aan. En dan gruwelst du. Dan we dat gruwelst. Dat is maar einfach niet wat geestelijk is. Dat heeft niets met te doen waar du opgetrokken bent. Dat is bloß einfach een ding. Dat is namelijk physische of vleeselijke angst. En dat is toch wel nog lang reden. Dan is er de tweede soort angst. En dat noem ik de geestelijke angst. En dit is de angst wat geestelijk is. We vinden er in de Bibel van. Maar een mens wat, zal ik zeggen, in de gemeenschap van vriend leven heeft, die wordt zich ontvangen te gruwelen. De vriend, dat is meer interessant was in de tijd beneden te kijken, maar de vriend schaft en langer een durch angst. Dat is een van de eerste dingen waar de vriend mee en die wat in de entiteit, dat is een angst. Maar God heeft ook een weg van mensen te gruwelen, oder dat mensen een angst te maken, en dat zijn een paar verschillende wegen. En dat is im Oude Testament, dat is interessant, we worden nog maar komen, maar als dat volk Israël daar is geweest, die gaan daarop aan dat God en wil dort in Kanaan inleiden. Anders is die geschichte bekend, wo de Rode Meer, wo ze bij dort kwamen, wo de Rode Meer opging, en God die heeft manna, en die heeft veel, en Israël leeft voor meest 40 jaar aan de wüste, während God hem door iedere dag fordert. En we kijken van films, dat weer dat God is wondervolle wunder, wat hij op Israël deed, wordt het ook weer. En we hebben maar even gedacht, dat aan die 40 jaar, dan moet God dat deze andere landen, waar Israël nog aangaan deed, die vangen zich immer dollar om te gruwelen. Because ze zagen wat hij ooit. En zo God die niet bloos Israël wijzen, wer hij weet, omdat Israël zal aan hem geloven, God moet dat de lied in Palestina, waar Israël heen die vangen zich ook aan te gruwelen. En angst ving we lot aan Jericho, we worden niet ingegaan, maar de mensen die gruwelden zich. Die hadden dik genoeg in de wijn, dat ze zich kunnen hebben wijn verloten, maar de mensen die gruwelden zich. En waar van waar God mensen zwak maken deed. En zo staat vingen we in het Oude Testament veel beelden. We worden van de een grote poort in het Oude Testament zijn. De andere soort angst, kun je ook angst aan. En dat is dat wanneer een kind Gottes zich verschuldigd heeft en leeft in een zin, dan moet de Heilige Geest ons bij hem ook een angst, kun je ook manchmal angst aan. Die leidt ons wat angst voor hoe we zijn. We gruwelen ons voor het gerecht. En dat drift ons door de boosheid, dat drift ons naar ons leven waar
klarstellen. En dan is er deze andere angst. En dit is de angst van wat we weten moesten reden doen, wat we moesten met te doen hebben. En dat nam ik, op Duits nam ik dat je feelsangst. Op Engels worden we dan van emotions reden. En dat is, wanneer we reden van angst, dan reden we het meeste van dit level, deze soort angst, dat ik voel me een beetje zo bedreigd. Ik voel me een beetje zo schuchter. Ik voel me angst. En hier kunnen we van veel reden. Ja, die angst kan einfach bloß zijn, wenn du weißt nicht, wat fertig is. En so some mensen, wanneer ze niet weten wat fertig is, dan worden ze zich aanvangen te gruwelen. De nächste, die gruwelt zich even, en dit kunnen we namen weer de zorgen, of zelfs schwaar merken. Some van ons kunnen van de hier zitten en zijn een angst, dat we een dag ook krank zijn. Vielleicht habe ich auch dieselbe Krankheit, als was mein Vater oder meine Mama hat. Oder vielleicht habe ich dieselbe Schwachheit, wie meine Eltern sind, wie sie alt worden. Und you know, die Liste kann lang und lang gehen. Und wir fangen uns einfach an zu grübeln für die Zukunft. Now, wir müssen verstehen, dass Grübeln ist nicht bestanden, wenn Menschen sitzen ganz flott und schauen, es einfach kann nicht mehr move. Du und ich sind vielmal in Angst. Meer jaar terug, dan zei mijn schwiegervader mal zu mir, als wir reden, hat nicht mal geestlich was zu tun, hat mit zu reden, als ich mir übernehmen was zu tun, und dann fragte mich jemand, sagte, Ronald, ich lebe, du lebst in Angst. Had ich never ever gedacht, aber als er das zei, dann klickt mir das, ja, das ist probably krank wird, ich übernehme nicht was. Und so kann ich von dieser Angst lang reden, aber das ist abfallend, das ist interessant zu sein, wo Gott und wo durch die Bibel van dit thema zoveel van is. Dat wird für mich persönlich interessant in diese Botschaft reinmerken, aber zu sein, wo Menschen von der Ehe gelähmt sind, oder wo Menschen durch die Bibel gelähmt werden, because they lived in der Angst, und wo wen leben in der Angst. Und so, ich wünsche, wir haben von der Zeit uns, und das ein bisschen hinzuleiten, aber wenn wir kicken mal Abraham, ja, Gott roept Abraham in 1 Mose, het 12e kapitel, de eerste vers. En dat is het einfach plus vangt, plus het staat al met Abraham, dat God zegt, move uit en trek weg van die mensen, trek er niet zes wohan. God zegt niet wohan, aber Abraham, hij pakt op en hij verlaat. En dan is het 3 kapitels weer, dan is er al veel weer de lijn gegaan en Abraham is rijk geworden en heeft veel mensen om zich, er inge zich. Ich habe ein großes Krieg gewonnen, je 5 verschiedene Könige. Und dann sagt der 15. Kapitel, der erste Vers, wo ihr lest, da sagt er, nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht. Und Gott sprach, fürchte dich nicht, Abraham. Weißt du, was Abraham seine Angst wieder, wo ihr im 2. Vers, wo ihr das lesen. Aber Abraham wird so groß und so mächtig geworden, en hij had nog geen kind. En dan vond het dan schwierig te zien. Wat wil ik met dit? Wat zal met mij hebben? Ik weet niet wat zijn angst is, maar waarom zegt God hem dat? Maar im 2. Vers, dan neem ik dat uit. Dat Abraham wird bedreigt. Ik had geen kinderen. En God zegt bloß, gruw die niet. Als Hagar, maar Ismael, weigeren deed, Abraham hat weitergeschickt. In 1. Mose 21. Kapitel. Nu werden wir uns das Bild hier feststellen, das ist dort in der heute Wüste. Ich glaube, wenn es das wird, nu wo das Zahn auf der steht, ich weiß nicht, was das dann wird. Aber hier ist dieser Hagar, das heißt, man ist 14 Jahre jung. Und no allem Loten no, menschlich zu beseinen, dann wird das 14 Jahre jung hier nu verdarscht ankommen. En im 21. Vers, 21. Kapitel, 17. Vers, dort ist es, wo Hagar betet hat, oder sie schricht nur Gott. Und da sagt es, da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Okay, I guess der Junge, Gott hört die Stimme von dem Jungen, aber Hagar ist weggegangen von dem Jungen, because sie sitzt on der Stufe. Und der Engel rief vom Himmel der Hagar und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Wat schaut die? Oder was ist mit die? Und was ich möchte, ist, warum sagt Gott, oder warum fängt Gott das dort an? Er sagt, fürchte dich nicht. Nou, wat ik met mijn jongens dort, dem habe ich dort op de eer heiligt, en die komt da an. Die verdarst du. En nu sagst du,
ik zal mij niet gruwelen. En ander weer, laat me nou, zie me je loten, wat is de zaak. Als ik me dit beeld zo verstellen deed, ik weet niet hoe du van jou best, maar wanneer ik me aan Hagar erleeuw zaten, en God wordt te mij zeggen, nu laat me nou, nu relax, wat we hier bij ons zeggen. Dat jet je gewoon. Dat is het eerste wat we willen trekken naar God zijn. So, dat jet gewoon. Mijn kind komt hier aan. Ik zie niet dat wat van jou wil zeggen, waar we God moet ons verstaan kennen, because we worden helemaal kennen. Maar als ik dit hier zo even ga, dan komen we dat op een dag klaar. God wil hebben dat ik en du om worden geloven en om worden verstaan. En zo weet is dit, dat wanneer hij zegt, gruwel die niet, dan moeten we kennen nood. Hier, Gott jetzt hier wieder. Verstehe dich nicht, denn Gott hat erhört die Stimme des Knaben, der da liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Dat wird Gott sein Plan. Gott hat een ganz andere Gedanke über das kleine Jong, als wat Hagar hat. En unbedingt können sie, dat wir die Hagar nicht im Klaren, wat Gott sein Plan wird. Und dann neem ik eruit dat Hagar zij horcht en zij gelooft en zij deed wat zij hield van God. En dan in 19 vers, en God tat ihr die Augen auf. Dit is dat ding wat ik wil zeggen, of wat ik eruit mag reden is, dat God tat ihr die Augen auf. Waarom niet eerst al? Because zij wird eine Angst. Zijn die in mijn ogen van de toe? Because we leven in angst. Had u en ik alle soorten eigen beeld wat nog waar wordt? En we kijken van de diestere toekomst. We kijken den kleine jongen wat dort aankomt. We kijken bloos daar aan. En dat is alles wat ik zei. Dat is je rein ons klaar dat de kleine jongen die wordt hier nu nog meest verstoot zijn. En yet, God had een plan en groot het volk te maken. Maar ik zei dat niet meer. Wanneer ik aan deze angst denk, dan zei ik niet zelfs ben. Ik zei niet, Gott merkt mijn ogen euch op, ich zei euch dem Wunderbaren. Gott hat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs und wohnte in der Wüste und ward ein guter Schütze oder ein Jäger. Dann die nächste Angst, die wir haben, ist von Israel. Der ist so, sei dort, ich Rote Meer wieder, und der Pharao wieder hingehend, und sie wieder dort, und sie bekommen die Geschichte. Und da Pharao nahe zu ihnen kam, hoben die Kinder Israel ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her, und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Ich leiste, was ich gelesen habe. Sie beten zu Gott. Ik geloof van je worden en je een beker studeren, dat ook niet wel goed beter dan ik altijd zie, maar dat is het eerste mal wat je wordt lezen in de Bijbel, dat Israël, like het grote volk, naar God schreef. En wat ook interessant is, wanneer we voet zum nächsten Versen gaan en sprachen zu Mose. So eerst gaan we naar God, wat ze krijgt geschreien hebben, weet we niet, maar we kennen ons voorstellen, ze schreien voor hulp. En dan gingen ze naar Mose. En dan werden ze in Angst. Und sie haben Frau, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns musstest wegführen, dass wir in der Wüste sterben? Ich habe hier te holen. Israel en zijn starf nu hier. Ja, hier in de Wüste wordt mij en mijn kinderen begroefd worden. Dat wird waarheid geworden en zijn. Waarom blijven we niet in Egypten? Waarom nicht viel lieber dort noch? Vielleicht haben wir noch ein bisschen länger gelebt. Wir dort nicht genug. Jereva ist die Frau, dass du uns musstest wegführen, dass wir in der Wüste sterben.
warum hast du uns das getan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Ist nicht das, dass wir dir sagten in Ägypten, höre auf und lass uns den Ägyptern dienen. Denn es wäre uns ja besser, den Ägyptern dienen, als in der Wüste sterben. Moses sprach zum Volk. Als Moses dann de wieder kon nemen, dann horcht, was sagt er? Fürchtet euch nicht. Wenn Israel sich will abhören mit Gerühle, dann musst du empfangen, 6 wat te leven als de nu deed. Dat wird regens onmogelijk voor Israël zich ab te heren met gruwelen. Want zij niet worden anders ontvangen te leven. De omstanden die worden niet doen. Er wird nichts in de omstanden wat er wordt ändern. Zo einzig wird en zijn. Zijn du en ik van de ober en een leeuw, dat is een vrouw. Maar zijn du en ik van de ober en een leeuw, wo wir berekenen dat de omstanden die zullen ändern en dan wordt mijn leven zich traag ändern. Want de omstanden worden zo worden als echte wordt leiden, dan word ik ook geen God ontvangen te verharrelijken. Dan word ik ook geen emotie persoon worden. Dan wordt mijn leven ontvangen zijn te doen. Dan word ik ook geen God danken, want mijn omstanden ook zo weer als dienen zijn. En wat van je danken best u van jou? Want wie onze kinderen, wanneer ik kom als ouder wat vrouw, maar je voor een jaren lied spazieren. En als is alles vreemd bij de lied, en de lied had een natte hond. En de hond heeft ons zo'n beetje aan de vingers gelakt en bericht, als we zijn huis komen, nu zet we de buiten spazieren door. Maar dat ging je top. En dan maar eenmaal dan komt dus hond ook even deel. En ons kleine 3-jarige dat gruwelt zich. Dat gruwelt zich nu zeer van dus hond. En dat is natuurlijk een kind woord, dat komt nu die raad. En dat gruwelt zich van hem hond. Du nimmst dat kind op die schoot en du verziekst dat kind te zeggen, wat immer du da ist, aber du sagst dat kind, du brauchst sich nicht grülen, die Hund, die wird nicht staunen, wat immer du verziekst die kind te trösten. Aber das Kind, das ist nicht zufrieden auf die schoot, wenn das steht über dem auf die schoot, da wird gleich die auf den Kopf zu krüpen. Because die Hund ist da. Kraken nun, wo sei du gesagt hast, hey, it's okay, der Hund tät nicht. Aber das Kind, das regelt, du bist, das ist alle arruig, Ramadi. Falls ich diese oder das Kind Vertrauen habe zu dir. Oder wenn das Hund, du enge Ramadi ramrand, aber du hast das Kind gesagt, weißt du was, du bist du okay. Und das Kind, das schlaft über dem vielleicht sogar an, ab die schaut, während der Hund dich bei ist. Von was sich das so grüht. Wann naja, fällst du dir irrt. Wann naja, das Kind dort, was du wünschst, dort dein. Keine Mama, keine Papa fällt so, dass das Kind hat wirklich ein Vertrauen zu mir, solange das Kind noch ab dem Dult hat. Und wenn das Kind immer, oh, du sagst so, okay. Wo sind du und ich von dir mit unserer Angst zwischen uns und Gott? Wenn wir uns grülen, und das ist unweis. Angst ist einfach unweis. Ich hatte das, glaube ich, einmal gesagt, ich sage das nach warum, ich sage das vielmal bei uns das, zu unseren Kindern, aber ich sage, niemals lasst uns von Angst bewegen. Keinmal. Nicht zum Sätten und nicht zum Gehen. Beides nicht. Keinmal. Angst kann keinmal in dein Leben einen Einfluss machen. Keinmal. Passt du nur ab. Krieg so Sinn nicht kann, so Angst auch nicht. Angst ist einfach ein Ding, wie man die Klo hat, dort war es wie, so ist wie der Sinn von Sorge, oder der Sinn von unmoralischem Leben verdrieven. So muss wir auch Angst verdrieven, because Angst in Gott vertrauen jetzt niemals Hand in Hand. Dort fällt sich manchmal noch gut zu sagen, oh, ich sehe Angst und ich sehe so besorgt. Und ich, no. Kraken nun, wo viele Menschen das sagen, aber das ist nicht, was wir sollen sagen. Da versteht mir reich, ich rede von 3 verschiedenen Angsten. Das ist nicht ein Sinn, den von Hund zu grülen, oder von einer Schlange, oder von Hochbub auf dem Pool. Aber das ist nicht gut, wenn du und ich beständig in Angst leben. Because wir wollen Gott vertrauen. Sprich,
Derde Kapitel sagt, mein Kind, lass sie, das Vers 4, das ist die Weisheit, lass sie nicht von deinen Augen weichen, so wirst du glückselig und klug werden. Das wird deiner Seele Leben sein und ein Schmuck deinem Halse. Dann wirst du sicher wandeln auf deinem Wege, dass dein Fuß sich nicht stoßen wird. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, sondern süß schlafen. So, ihr schwere Frau, was tue ich mit Angst? Was zu tun, wenn wir uns fürchten? Psalm 3, Vers 5, der ist von dem David geschrieben, wird kein Mensch hat gesagt im Alten Testament. Und dort werden wir dann auch bloß so belohnt, was David wird sagen, mit Angst oder mit gefährlichem Leben bekommt. Und er sagt im 5. Vers, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden. Und dann im Psalm wieder, im 50. Psalm, auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet. Wenn wir in Angst sind, wie Mathe klar hat, dass wir stoppen uit onze Angst und wir stoppen am Glauben. Mir wird interessant, was ich letztens in den Kaffeedash en gedanke wat eruit kwam, maar de gedanke weer aan je verdet, dat we zullen helemaal beden, God zie mij dichtbij. Because dat is een ongelooflijk gedanke. En dat geeft me te denken. Maar ik geloof dat is straks, is dat niet zo? We zullen helemaal zo staan beden, God zie mij dichtbij. Hij is je en mij. Wat dat onveiligheid is, dat ik aan geloven en God zijn eigen in stoppen. Want ik voel dat God is mij wied af. Dat meint dat du geloofst dat God is wied af, maar hij is niet wied af. En wie moeten van irgendeine soort afwaarheid, waarschijnlijk een angst. Durft niet helemaal een angst zijn, maar wie leven in gedanken leef ik in de afwaarheid en ik voel dat God is wied af. Deze soort gevoel dat ik nog wieder gaan, dat is dat God wordt ook wied af blijven. Zoals mijn kinderen worden opwassen, maar ik wil oud worden, wat immer het is. De geloven is onze antwoord om de angst te schaffen. Dit is de Vers, wat ik eerst lees in Jesaja 41. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Wache nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gott sagt, ik hul die met mijn rechte hand. Dan heb ik veel een beeld gemaakt. Dat moet die kind met die rechte hand en die kind in de rechte hand leiden. Wo leidt die kind aan? Zie, de man en vrouw, die doen niemals rechte hand met rechte hand opgaan. Die doen entweder eine houdt de linker hand aan en de andere de rechte hand. Einer bezieht dem anderen. Aber wenn du den Kind bei einem mit der rechten Hand leidest, der ist ohne ihre rechte Hand, because das fing wirklich, dass er wird an seine rechte Hand holen. Hast du mal gedacht, wo du den Kind leidest? Wahrscheinlich, du bist die Eva und du leidest den Kind. Das ist, was wir hier haben. Das ist an dem Glauben, was du und ich mit den Herrn stoppen, wenn wir ans Grüle dann. Wenn wir in diese Unsicherheiten hinkommen. En dan is het even geport, maar dat we niet veel tijd te nemen. Maar dat is, nu stoppen we even naar het Nieuwe Testament. Nu stoppen we even naar Jezus in de geboorte. Jozef, dat eerste ding als hij antwoordt dat Maria wordt zwanger, hij wil haar verloten. Dat eerste ding wordt gruwelijks. Maria, gruwelijks. Als de hoorts komen en je de antwoord naar de nieuwigheid naar de hoorts, dan zegt het gruwelijks. Dat laatste wat we vingen in Offenbarung, dat eerste kapitel, als Johannes in de vision Jezus te waarheid zit, zegt het, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Hast du von dir eine Angst? Hast du von dir eine Angst, was du vasthouden ist? Was du nicht loslässt? Dann frage ich von dir, merk von dir die Entscheidung, dass ich stopp von meiner Angst am Glauben an die Gegenwart Jesu. Gott segne euch.